Ja, zurück zu dir. Ja. Pass auf. Du bist ja dann aus der NFL Europe im Prinzip nach Lübeck, dann mit den 1,5 Jahren Pause, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise wieder reinkommen, Ja. genau mit der Verletzung. Da haben sie bestimmt viel von dir erwartet, oder? Also die wussten, da kommt nicht der Philipp, der damals gegangen ist, sage ich jetzt mal. Ja, also sozial hat das schon Distanz geschaffen, auf jeden Fall. Und eine Erwartungshaltung wurde mir nie gegenüber ausgedrückt, aber ich habe, ohne mich selbst beweihräuchern zu wollen, auch in meiner Statistik nie irgendwie schlecht ausgesehen danach. Ja. So, ne? Dann war es auch zweite Liga und nicht erste Liga, was man jetzt auch diskutieren kann, und auch wieder auf Linebacker und nicht mehr auf Defense End, was ich dann am Anfang ja also durch die NFL wieder gespielt habe. Aber es war nie so, dass da irgendeine Erwartungshaltung war. Das war einfach wieder zurück sein und viele waren dann da happy drüber und dadurch, dass ich halt noch ein bisschen länger verletzt war, war das halt für mich kein so krasser Unterschied wie zum Beispiel Patrick Wischnewski, der ja damals auch aus Lübeck kam und auch bei den Sea Devils gespielt hat. War das, glaube ich, damals ein wesentlich härterer, sozialer und sportlicher Impact, was Erwartungen anging und vielleicht und solche Sachen. Und das war ja auch ich glaube, das Vorjahr oder eine der Vorjahre, bevor die Seals gegründet wurden mit Patrick zusammen. Und dann bist du ja im Prinzip, also du warst ja, kann man so sagen, dein ziemlich ganzes Footballleben deinem Heimteam im Prinzip treu, ne? Das ist richtig. Das ist außer die Zeit, die du in der NFL Europe warst. Aber sonst warst du durchgehend da. Würdest du das tatsächlich auch anderen Spielern empfehlen, zu sagen, hey, nimmt einen Verein, wo ihr euch wohlfühlt und entwickelt euch mit dem Verein weiter? Oder würdest du Leuten jetzt zurückblickend vielleicht auch empfehlen, zu sagen, versuch viele verschiedene Systeme und viele verschiedene Coaches und alles Mögliche kennenzulernen. Gut, Coach hast du auch kennengelernt, aber ich meine jetzt so den Verein an sich, dieses Mitentwickeln des Programms oder Vereins. Ich glaube, meine Denkweise hat sich da über die Jahrzehnte mittlerweile ja auch ein bisschen geändert. Früher habe ich mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht und ich glaube, das ist so der Ursprung dessen, warum ich es nicht getan habe. Mir war nie bewusst, ob ich was verpasse oder ob ich was vermisse oder ich war einfach glücklich da. Ich habe mit meinem Bruder zusammen einen Sport getrieben, den ich geliebt habe und das über lange Jahre und habe trotzdem zum Beispiel 2003 wurde ich in 2 Colleges eingeladen für Stipendium, habe die Stipendium bekommen, war nur schon so lange Student, um in Amerika dann von der NCAA irgendwie eligible zu sein. Habe 2005 dann in NFL Europe, also es hat alles funktioniert, obwohl ich da war. Ich habe Jugendnationalmannschaft gespielt, ich habe nie irgendwas gefühlt vermisst. So, ne? Also ich habe in meinem Leben keine deutsche Meisterschaft gewonnen als Spieler. Das ist so, aber das ist nichts, wo ich sage, so, das brauche ich. Das war nie ein Wert für mich, der wichtig war in dem Fall. Meisterschaften schon, klar, man will dann auch gewinnen und die Competition besiegen, aber das für mich war der Teamgedanke, das als Team zu schaffen, wichtiger. Heute habe ich als Trainer eine andere Brille auf. Und wenn ich einen Spieler habe, bei dem ich weiß, den kann ich nicht besser machen, der hat seine Grenze hier erreicht, der hat auch das Grenze vielleicht sogar in der Competition erreicht, dann kann ich ihm sagen, und das habe ich auch schon getan, ich werde dich vermissen und ich fände es schade und klar wollen wir dich hier haben, aber denen auch genauso zu sagen, aber da und da würdest du jetzt zum Beispiel, wenn das ein potenzieller Nationalmannschaftsspieler wäre, der es noch nicht ist, dem zu sagen, okay, da sitzt ein Trainer und der würde dich wirklich da auf das Niveau bringen und da musst du unheimlich viel in Kauf nehmen, um das zu machen, aber ich glaube, das würde dich weiterbringen. Und denen das auch deutlich und auch ehrlich zu sagen. Und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die in Deutschland noch nicht so sehr gelebt werden, zu erkennen, wo ist das Potenzial so hoch, das kann ich nicht managen. So, das sind leider Football-Coaches in Deutschland, sind leider immer so eine Typen, das ist auch was Gutes, aber es sind leider immer Typen, die sich selber für die eierlegende Wollmilchsau halten. Ich kann das. Egal, weil das meistens die Anforderung ist. Egal, was auf dich geworfen wird, das musst du lösen. Das ist aber ein Trugschluss, wenn du einen Spieler hast, den du nicht weiterentwickeln kannst. Und das heißt nicht, dass wenn er nicht die 24 Stunden, 7 Tage die Woche das machen würde, das nicht könnte. Aber in den meisten Fällen ist das ja schon ein Coordinator oder ein Position Coach, der sich um andere Sachen kümmern muss, der auch einen Job hat. Und woanders sitzt aber vielleicht einer, der sich dann wirklich darum kümmern kann. Und der ist dann nur der Positionstrainer und hat vielleicht ein
Ticken weniger Know-how, aber er kann sich nur um diese Menschen kümmern. Und das sich einzugestehen und auch zu realisieren als Trainer ist eine Art Entwicklung, die man durchmachen muss. Und das habe ich auch immer gemacht und seitdem sage ich Spielern, die wirklich zu gut sind für damals jetzt zweite Liga, was die Kugel angeht, oder du hast so viel Potenzial, du musst woanders hin. Das geht so nicht weiter. So, ne? Und da nehme ich auch kein Blatt vom Mund und das muss man auch deutlich sagen, weil das ist ja auch ein Thema bei Auswahlmannschaften, also bei der Landesauswahl auf jeden Fall, in jeder Landesauswahl, abrekrutieren in Landesaußwahlen. Ich habe niemals gesagt zu einem guten Spieler, du musst zu uns kommen. Ich habe immer gesagt, bei dir in der Nähe, was ist das beste Team? Und das ist Lübeck ist in seltenen Fällen der Fall gewesen, weil das einfach am Arsch der Heide ist. Aber alle anderen, es gibt halt viele Möglichkeiten in Norddeutschland. Ne? Es gibt Hamburg, es gibt Kiel, es gibt einige Punkte, wo Leute hinfahren können. Selbst für Braunschweig ist für manche noch vielleicht sogar sinnvoll. Ja. Als Hochburgen, so, wo die auch gut ausbilden. Und denen das dann auch zu sagen, du bist viel zu gut. Und den Trainern dann auch zu sagen, also wirklich nicht nur den Spielern, sondern auch zu dem Trainer im Verein hinzugehen und zu sagen, der hat so viel Potenzial, das ist Perlen vor die Säue. Und bei manchen hat es echt lange gedauert und manchen ging es halt relativ schnell. Manche übertreiben das auch. Das ist ja dieses klassische Helikoptermutti-Syndrom. Mein Sohn ist so gut, der muss überall da sein. Ja, genau. Aber wenn man erstmal einen Blick für sowas hat, für Spieler, die über ihrem Potenzial in ihrem Umfeld sind, dann bin ich der Meinung, so muss man da proaktiv sein und den Trainern vielleicht ist das denen nur einfach nicht bewusst. Kann auch sein. Ja, klar. Vielleicht sehen die das ja ein, aber die sehen das vielleicht noch nicht, weil sie zum Beispiel ist der Headcoach Offense Coordinator auch und da ist irgendwo ein Defense Linebacker, der richtig gut ist, aber sein Coach ist vielleicht erst 2 Jahre beim Coaching und der sieht das nicht mal. Dass er einfach permanent über dem Level von allem ist und er ihn nicht entwickeln kann und er eigentlich woanders hingehört. Das ist ja auch kein Vorwurf den Coaches gegenüber, sondern eher, vielleicht haben sie es einfach nicht gesehen oder nicht wahrgenommen. Genau. Und das kann ja sein. Und vielleicht ist auch das Umfeld einfach nicht gut genug. Genau, und das stimmt. Da ist so eine Mentorenrolle im Prinzip was Gutes. Ne? Jemand, der von außen beobachtet. Da auch. Wird drüber gesprochen, genau. Ja. Im Prinzip hast du ja erklärt aus Spielersicht, dass man sagen würde, an so einem Programm im Prinzip, wobei ich muss gerade überlegen, wenn ich mal ehrlich bin, so eine richtig feste Antwort habe ich darauf nicht. Ob man jetzt sagen würde, loyal zu sein gut ist? Würdest du sagen, durchgehend, also 18 Jahre Football, ich bleibe in einem Verein, wenn ich das Niveau ungefähr, also wenn ich nie meine wenn ich ein Zweitligaspieler bin. Genau. Und ich bin in einem Zweitligaverein. Ja. Und der Verein kommt nicht nach oben. Ja. Es kommt mal an, was ist meine Intention, diesen Sport zu spielen. Wenn ich mit meinen Buddies abhängen will, dann kann ich das irgendwo machen. Dann kann ich es in der 5. Liga machen. Das kann ich auch in der 1. machen, wenn ich gut genug dafür bin. Ja. So. Loyalität einem Verein gegenüber ist für mich schräg, weil ein Verein besteht aus Menschen. Diese Menschen fluktuieren stark, vor allem im Football. Das ist einfach Fakt. Ja. Das geht von Spielern über Coaches bis Ehrenamtler. In manchen Vereinen, ich glaube in Süddeutschland gibt es da noch wesentlich mehr von als hier in der restlichen Republik, die sehr alt eingesessen sind mit keinem Verein für 200 Kilometer um sich rum, dann hat man vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, zum Beispiel. Aber da muss man wissen, wo man will. Erreiche ich mein Ziel, wo ich hin will, mit dem Umfeld, was ich habe, wenn ich als Spieler bin. Bin ich so bewusst, ist eine andere Frage. Ne? Also ist mir das überhaupt so bewusst? Aber das wäre für mich immer die Frage als Spieler. So. Ja. Ich habe es nicht gemacht, weil ich meine Ziele, die ich hatte, ich habe dann zum Beispiel gespielt, ich war Profi, ich habe die erreicht. Ne? Wir waren in der Bundesliga mit der Mannschaft, haben wir auch erreicht. German Bowl ein bisschen hochgegriffen, dafür ist einfach, und das ist dann auch ein Fakt, dass einfach nicht genug Kohle da gewesen. Also wenn du 10% des Etats von anderen Leuten, die im oberen Drittel rumfliegen, das geht einfach nicht, das funktioniert nicht, wirtschaftlich unmöglich. Aber mit seinen Freunden und seiner Familie das Ding machen und so hoch spielen, wie es geht, geil, geht ab. Wenn das Ziel von einem ist, deutscher Meister zu werden, dann werde ich ihm nicht sagen, soll er in seinem Viertligaverein rumhängen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, was ist mein Ziel? Ist mir das überhaupt bewusst? Manchen Spielern ist es nicht bewusst. Vielleicht ist das mal ein guter Anfang. Bewusst zu machen, wo will ich überhaupt hin? Ja. Aber jetzt muss ich wieder warnen vor so Menschen, die dann zu gut für einen wollen und dann vielleicht in ein Umfeld stecken, was zu hoch für einen ist. Also ich persönlich glaube nicht, dass wenn man wirklich die Arbeit reinsteckt, die dafür nötig ist, dass irgendein Footballer in Deutschland nicht, der das Potenzial hat, in der Bundesliga spielen kann, wenn er das will.
Es gibt Ausnahmefälle, die gibt es überall, die über ihre eigenen Beine stolpern, die einfach vielleicht athletisch nicht dazu fähig sind oder die Genetik einfach nicht gut mit denen gemeint hat. Aber ich glaube, weder Größe noch Geschwindigkeit sind im Football ausschlaggebend. Also natürlich helfen die, aber du kannst durch Kraft und durch Wissen unheimlich viel wegmachen. Und deswegen glaube ich fest daran, dass egal wie hoch ein Spieler spielen möchte, dass er das auch kann, es sei denn, die Natur hat ihm irgendeinen Stein im Weg gelegt. Und das sind Ausnahmen. Also davon habe ich echt wenige kennengelernt in meiner Trainerlaufbahn. Das wäre tatsächlich im Prinzip die nächste Frage gewesen, was du jungen Spielern empfiehlst, damit sie ihre eigenen gestellten Ziele im Prinzip auch erreichen können. Und vielleicht eine Sache, die du eben erwähnt hast, ist ja einmal überhaupt sich klar machen, was ist mein Ziel überhaupt. Ja, wo will ich überhaupt hin? Genau. Dieses Anfangen bewusst sich selbst wahrzunehmen, aber das ist bei Jugendspielern immer sehr viel verlangt, bewusst sich selbst wahrzunehmen, aber auch bewusst sein Umfeld wahrzunehmen und passt das zueinander, Ziele im Leben zu haben, wo will ich überhaupt hin? Und wenn das wirklich der deutsche Meisterschaftstitel ist, dann sollten Sie sich überlegen, ob die Viertligamannschaft ohne Athletiktrainer mit einem Defense-Coordinator, der vor 5 Jahren angefangen hat, sich das selbst beigebracht hat, der gute Weg ist, in der Nationalmannschaft zu spielen oder in der Bundesliga eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Ja. So, da muss man wissen, was man will. Oder ob man mit seinen Buddies trainieren will und sich ein Bier reinziehen. Ja. Genauso legitim. Man muss das halt nur wissen. Klar. Und was viele Menschen unterschätzen in Deutschland, sind die Faktoren Krafttraining und Stretching und vor allem Stretching. Das sind so Sachen, die wie im Kraftsport da relativ bewusst sind. Und ich meine, selbst Bodybuilder, aber die weniger, aber die intensiv und ordentlich Kraft-Dreikampf machen zum Beispiel oder olympisches Gewichtheben, denen ist das ist fast genauso wichtig, sich da bewusst darauf vorzubereiten. Und wenn man nicht so einen Menschen in seinem Umfeld hat, der einem das gut beibringen kann, dann kenne ich jetzt auch schon viele gute deutsche Spieler, die so schlau sind und sich einen Personal Trainer suchen, die relativ günstig, muss man natürlich gucken, wie kompetent er ist. Ja, klar. Vielleicht hat er ja schon 50 Kunden im Kraftsportbereich. Aber sowas, weil der Körper ist das, was auf dem Feld rumläuft und nicht der Geist. Und das Zweite ist der Geist, den müssen Sie auch entwickeln. Und das können Sie, wie gesagt, nicht mit einem Trainer, der vor denen steht und das vielleicht selber erst seit 2 Jahren macht. Ja, klar. Da fehlt einfach die So, Erfahrung. dann muss man wissen, wo will ich hin. Ja. So. Oder habe ich vielleicht den Antrieb, alle um mich herum, weil es meine größten Buddies sind, auch so gut zu machen und dann muss ich die halt abcoachen und mich selber fortbilden oder so. Ne? Das ist halt alles, wo will ich hin, was ist mein Ziel und schaffe ich das, wo ich gerade stehe. Und das wäre für mich dann der ausschlaggebende Punkt. So, ne? Ja. Auch ob ich loyal bin dann in dem Fall oder auch nicht. Ja. Und davon ist abhängig im Prinzip. Ja. Kommen wir zur letzten Frage. Würdest du, wenn du die Möglichkeit hättest, alles, was du erlebt hast, wie du es jetzt erlebt hast, mit deiner Entscheidung genauso nochmal machen? Oder würdest du prägnante Punkte in deinem Leben geben, wo du sagst, nee, da hätte ich jetzt in dem Fall komplett anders entschieden? Ja, das ist... Schwierige Frage, ich weiß. Nee, das ist keine schwierige Frage, aber das Ding ist, mit welcher Voraussetzung gehst du rein? Ist die Perspektive die, dass ich als Mensch, der ich jetzt bin, da reingehe oder als Mensch, der ich zu dem Zeitpunkt war, als ich die Entscheidung getroffen habe? Ja. Nee, rückblickend tatsächlich. Eher als ich der Mensch war, als ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Also zumindest was vereinlich wechseln angeht oder NFL Europe nicht weiterspielen zum Beispiel oder nicht nochmal bei den Colleges nachhaken 2 Jahre vorher, weil das mit der NFL Europe hat sich dann erledigt. Ich habe Nationalmannschaft gespielt, das hat sich erledigt. Und jetzt, ich glaube, damals wäre es mir wichtiger gewesen, nochmal irgendwann wirklich einen deutschen Meistertitel zu gewinnen. Und damals hätte ich vielleicht Entscheidungen anders getroffen, hätte ich gewusst, wie sie jetzt ausgehen. Ja. Aber wenn ich jetzt drauf zurückgucke, ist es halt ein Teil meines Werdeganges, wie ich mich dazu entwickelt habe, wie ich jetzt bin. Ja. Und ich glaube auch wirklich, dass ich zum Beispiel meinen YouTube-Kanal und die Trainerausbildung A und B in Frankfurt, solche Sachen niemals dieses Bedürfnis, dieses innerliche Bedürfnis, intrinsische Motivation niemals so gehabt hätte, wenn ich die Sachen nicht so erfahren habe, wie ich sie hier erfahren habe. Also dieses Fehlen eines Mentors, dieses Fehlen eines, der davor sitzt und genau das leistet, was ich dann versucht habe zu leisten. Das heißt ja nicht, dass ich es perfekt gemacht habe, aber ich habe es zumindest versucht zu leisten, die Spieler vorzubereiten und mich da auch vorzubilden und die Spieler besser vorzubereiten und zu fordern und ein Umfeld zu schaffen, was dann auch allen gerecht wird und nicht nur denen ich direkt gegenüberstehe. Ja. Das war auch immer, als ich
Headcoach oder Head Coordinator war immer, meine erste Amtshandlung war immer mehr Trainer. Mehr Trainer. Weil das ist der Hauptpunkt, warum Spieler sich nicht weiterentwickeln. Entweder machen sie selber Drills oder sie haben einen Trainer, der manchmal nicht kann, oder sie haben einen, der vielleicht immer da ist, aber die Hände in den Taschen hält. Und das kannst du alles nicht komplett negieren, aber du kannst es zumindest kompensieren, wenn da zwei stehen, weil die sich untereinander pushen als Trainer, also pro Positionsgruppe schon. Die pushen sich untereinander, die bilden sich gegenseitig fort, die fordern die Spieler in einem erhöhten Maße, weil es eben nicht nur einer ist. Ja. Die können sich abwechseln, nicht nur das, sondern die fordern sie vielleicht auch auf andere Art und Weise. Vielleicht ist der eine mehr der introvertierte Typ und der andere ist der extrovertierte Typ. Der eine vermittelt die fancy Technik und der andere vermittelt das, was auch mal nötig ist. So, und so hast du halt eine viel größere Bandbreite, wie du deine Spieler besser machst. Und das ist ja das Hauptziel am Ende. Ja, klar. Und das ist auch, wie gesagt, die Hauptmotivation, jetzt genau diesen Kanal zu machen, eben wirklich sowas versuchen zu vermitteln und diese Lernkurve zu beschleunigen. Ja. Klar. Also, Stoßberg Coaching, einschalten, subscriben und die Klingel nicht vergessen. Sehr gut. Danke dir, Philipp. Und Ich danke euch. ja, bis vielleicht irgendwann demnächst vielleicht mit einem anderen Thema. Ne? Man weiß es ja nicht. Immer gerne. Bestimmt. Also, Dankeschön. Immer gerne. Ciao, ciao. Tschüssi. Ciao.